Heute geht es nach Tivat für uns in die Innenstadt. Wir müssen zu einer Behörde und danach werden wir so ein bisschen am Porta Montenegro spazieren gehen. Ihr werdet gleich noch sehen, warum ich immer Monte Carlo der Adria sage. Also wer immer nach Monte Carlo wollte und es einem so ein bisschen zu teuer war, hier in Tivat ist die Soft-Version zu Hause. Wir selbst wohnen 15 Minuten circa Fußmarsch vom City Center entfernt. Mit dem Auto ist der Weg wohl nicht wirklich viel kürzer. Im Sommer denke ich sogar noch viel länger. Es staut sich da jedes Mal vom Flughafen weg zu Rush Hour, so am Abend, so ab 15, 16 Uhr. Ich denke mal in der Früh auch. Selbst 10, 11 Uhr vormittags, wenn ich da zum Franka gegangen bin, war da Stop and Go. Wenn man dann sogar noch ins Zentrum will, muss man halt noch nach Parkplätzen suchen, alles sehr eng und begrenzt. Selbst die bezahlten Parkings haben wahrscheinlich selten genug Kapazität in der Saison. Wir mussten nun zum Tourismusbüro. Man muss in Montenegro pro Person pro Tag 1 Euro als Steuer bezahlen. Hier ist es egal, ob man im Hotel schläft oder bei Freunden zu Besuch ist, wie bei unserem Fall halt. Unsere Hausbesitzerin hat gesagt, wir sollten die paar Euro sicherheitshalber bezahlen, da es an der Grenze halt immer wieder zu größeren Problemen gekommen ist und man da halt Strafen, ich glaube um die 180 Euro oder 150 Euro pro Person bezahlen musste. Und auch im Internet habe ich viele solcher Berichte gefunden, deutschsprachige Berichte, ich denke mal englischsprachig gibt es einiges mehr. Ich habe auch auf Google Maps immer wieder negative Kritiken gelesen, wo einige sich ausgetobt haben, dass sie abgezockt worden sind. Jedoch sind fast alle so aus den Jahren rund um das Jahr 2015. Da muss man wahrscheinlich extrem scharf geschossen haben auf die Touristen. Die letzten Einträge waren dann so, ich glaube 2019 hatte ich was gelesen. Finde ich schade, dass sich Montenegro da viel Negativpropaganda wegen so ein paar Euro eingehandelt hat. Also es ist ja die 180 Euro pro Person. Ich denke mal eher, da waren ein paar korrupte Grenzer etwas zu gierig, geldgierig. Und die hatten da wohl eine Gesetzespassage gelesen gehabt, dass halt diese Strafe ist, wenn man halt diese Abgabe nicht hat. Und haben halt unwissende Gäste abgezockt. Und gerade der Boom durch Airbnb, da viele halt wahrscheinlich über Airbnb gebucht hatten und dann halt wahrscheinlich, da kriegst du ja meistens den Schlüssel irgendwo in so einer Box, hast selten Kontakt mit den Vermieter und dementsprechend verabsäumten die wahrscheinlich die Gäste zu informieren, wenn man so eine Abgabe zu zahlen hat. Und ja, wahrscheinlich war das so die Ursache, wie es dann halt zu den ganzen Problemen gekommen ist. Wichtig ist, man muss es innerhalb von 24 Stunden melden und bezahlen. Also so ein Formular haben wir da ausgefüllt. Was natürlich bei uns halt nicht der Fall war mit den 24 Stunden. Wir waren da ein bisschen später dran. Die Frau aber am Schalter war sehr nett. Wir haben ihr den Namen von der Hausbesitzerin gezeigt. Und anhand des Blicks konnte man schon erahnen, dass man sich kennt. Tivat ist allgemein so ein bisschen ein Dorf, wie allgemein man hört, dass halt in diesen Städtlein so wie Tivat und Kotor, die Einheimischen, die kennen sich alle. Die mussten auch keine Strafe zahlen für diese Verspätung, war auch sehr positiv, überraschend. Normal hast du immer irgendwelche Extragebühren. Kinder bis 8 Jahre bezahlen diese Tourismusabgabe nicht. Wir haben sicherheitshalber 3 Tage mehr bezahlt, weil wir nicht sicher sind, ob wir vielleicht noch ein paar Tage im Süden Montenegros dranhängen wollen. Wichtig noch zu erwähnen, die Hotels, die machen das in der Regel alle automatisch. Da braucht man jetzt keine Sorgen haben. Ist dann nichts anderes wie in Spanien oder sonst wo man halt Urlaub macht und es so eine Steuer gibt. Die machen diese Meldung automatisch. Entweder buchen die das schon vorher beim Bezahlen ab oder man muss es dann vor Ort einfach nochmal bezahlen. Hier ist ein Einkaufsladen. Das Bergwanderer. Da können wir mit. Können wir da wandern gehen? Ja. Willst du da wandern gehen? Ja, wo wohnen wir, glaubst du nochmal, Susanne? Hä? Wo wohnen wir, glaubst du? Ganz einfach, ne? Ja, Beim Flughafen, ne? In der Nähe. Ja. Aber halt Dezember, ne? Weihnachten und sitzt da. T-Shirt. Ja. Ein Pullover hätten wir uns sparen können, Susanne, ne? Ja. Und dann nachher Glühwein am Abend trinken. Ja. Und die Sonne ist echt heiß. Ja, am Ende da kühlt das richtig ab, ne? Ja, das ist echt kalt. Ja, abends ist dann eisekalt. Aber in der Sonne angenehm, ne? Meine Rücken ist gerade heiß. Ja? Ich setze mich extra so hin in die Sonne, ne? Nicht, dass dein Gesicht rot wird. Ja, der wird definitiv knallrot wie eine Hier Kirsche. ist schon rot.
Ja, werde ich so eine Kirsche werden im Gesicht, ne? Ja, genau. Ja? Eine rote Paprika. Ja. Ja, aber selbst hier Autos fahren hoch und runter und noch einer. Und noch ein. Und noch einer. Also Verkehr ist dafür, dass da 600.000 Einwohner sind und hier sollen ja auch nur, ich glaube, 12.000 offiziell sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall Parkplätze werden kontrolliert, selbst im Winter, ne? Mama, guck mal, Der eine ist spazieren gewesen. man kann hier so lang gehen und da oben sieht man dann eine Kirche und Häuser. Ältere Häuser wahrscheinlich. Und das ist ja echt ein Riesending. Da kann man, wo fängt man überhaupt an? Da und da und da. Dann kann man bis hier wandern. Also von hier startet man, dann kommt man so, dann kommt man so, macht man so, macht man so, geht man wieder zurück, macht man so, dann geht man wieder zurück, dann so. Und dabei habe ich noch viel mehr Karten dabei. Das ist, glaube ich, die größte. Und auf der anderen Seite war es auch Sachen. Das ist, glaube ich, jetzt nur Tivat, oder? Ja, im Sommer ist sicherlich anstrengend hier, alles pickepacke voll. Obwohl ich glaube gar nicht so viele Touristen, so extrem. Ich glaube, die haben sich mit dieser Touristensteuer schon viele Leute verkrault, was ich so in diesen Bewertungen gelesen habe. Da ist viel Nichtbegeisterung dabei, weil die, wenn du das nicht weißt. Ja, guck mal, auch in Griechenland. Immer noch. Boah, das ist aber ein großer Wanderberg. Hui, da geht man zickzack. Hat uns aber auch in griechische Grenze keiner gefragt, ne, nach irgendwas, Ja. ob wir hier länger waren. Gut, die hätten den Stempel, haben die den gesehen. Ne? Die Stadt selbst ist schön und sieht nett aus, auch alles gepflegt und sauber, überall wo die Kameras halt gerne hinzielen. Sobald man ein paar hundert Meter weiter, zum Beispiel in den Stadtpark geht, da sieht es dann schon etwas anders aus. Ich finde das halt echt schade, vor allem hat der Park schon ein großes Potenzial. Man muss halt nur ein paar kleine Löcher stopfen, ein paar Bänke austauschen, die halt so veraltet sind und ein paar Kleinigkeiten halt so ein bisschen verschönern. Bei den Einnahmen, welche die Stadt in den letzten Jahren hier definitiv erzielt hat, finde ich das schon echt schade und ist echt mager, weil ist halt ziemlich nah am Porto Montenegro, man muss da ziemlich häufig durch, wenn man zu Fuß unterwegs ist und ist auch ziemlich viel belaufen von den Einheimischen, die gehen da alle durch, weil das irgendwie der kürzeste Weg ist von A nach B. Und dementsprechend könnte man da ein bisschen mehr draus machen. Ansonsten gibt es halt nicht viel mehr, was die knapp 10.000 Einwohner große Stadt zu bieten hat. Ein paar Restaurants, Bäckereien, Geschäfte, ein paar Kirchen, ein kleines Museum und halt am Stadtrand der Flughafen. Das ist so eine Besonderheit. Gibt ja ansonsten nur in Podgorica noch den Flughafen in der Hauptstadt, dann eben halt in Tivat. Und ja, der riesige Yachthafen. Weil wir anscheinend neben einem kleinen Geheimhafen wohnen, der überwacht wird. Das sind so ein paar kleine Schiffe und Yachten. Jedenfalls irgendwo hier oder in Kotor soll auch die Riesenjacht von Roman Abramovic stehen. Wir haben die jetzt nicht entdeckt, beziehungsweise es waren so viele Riesentrümmer, die da in den Häfen drin stehen, dass ich gar nicht identifizieren konnte, welche es sein könnte. Da waren gefühlt überall 3, 4, 5 Trümmer drinnen, wo du sagst, mehrere, wahrscheinlich 100 Millionen, die Yachten kosten. Die Besitzer des Hafens und der Yachtshops werden auf jeden Fall meiner Meinung nach gemachte Männer sein. Die Preise sind jenseits von unserem Budget oder vom Durchschnittsbürger. Selbst so ein kleines renovierungsbedürftiges Bötlein hat komplett überzogene Preise, also Millionenpreise. Für ein paar hunderttausend kriegst du da ein kleines Bötlein. Bleiben wir beim Thema Preise. Zum Thema Wohnen. Die Mietpreise sind sehr hoch. Wir sind da fast vom Stuhl gefallen, als wir gehört haben, was da so Zimmer kosten. Also sie sind extrem hoch. So eine 3-Zimmer-Wohnung bekommst du kaum noch unter 1.000 Euro dort. Und das ist eine Kaltmiete meistens. Es werden fast alle Zimmer und Wohnungen für die Saison im Sommer geblockt. Also im Winter stehen die leer oder die Einheimischen wohnen da und genießen so ein bisschen die Zeit. Über Weihnachten und im Sommer wird das vermietet an Touristen. Du siehst fast nur Apartments und Hotels auf Google Maps. Also wer es sich leisten kann und meint, ja, das ist es, Tivat ist meine Welt hier, sollte halt wirklich genügend Kleingeld mitnehmen. Denn auch im Sommer verdoppeln die einfach mal gerne die Preise in den Restaurants, speziell da eben am Porto Montenegro.
haben uns jetzt unsere Freunde da erzählt gehabt, dass da plötzlich das Bier statt 2,50 € im Sommer 5 € kostet. Wenn du jetzt nicht unbedingt ein Montenegriner bist, den man kennt, wirst du dann auch den Touri-Preis bezahlen. Für mich persönlich ist jedoch der größte Negativfaktor der Verkehr hier und die schlechte Laune der Menschen. Es ist natürlich klar, dass nicht überall alle lächelnd herumlaufen, aber es ist ja schon schockierend, dass du nicht irgendwo eine Person triffst, kaum, die irgendwie etwas nett lächelt oder irgendwie freundlich ist, sondern es wird gefühlt das Essen einem auf den Tisch geknallt und so. Es ist auf jeden Fall das erste Mal auf unserer Reise, dass ich mich wo extrem unwohl fühle. Hatte ich bis jetzt auf der ganzen Reise nicht irgendwo einen Ort gehabt, wo ich da durchgehend meinte, nee, das ist nichts. Wenn wir halt nicht eingeladen wären, ich würde, wenn es nach mir ginge, direkt abreisen. Aber wenigstens ist die Landschaft sehr schön. Wir werden, wenn es das Wetter zulässt, einige Ausflüge starten in die Natur und fernab von Menschen. Ich meine aber auch schon gehört zu haben, dass außerhalb von dieser ganzen Monte Carlo-Region hier das Leben viel, viel freundlicher ist. Und ich bin da vor allem gerade auf den Süden gespannt, in Ulcin, in Bar, wo viele Albaner auch leben. Da erwarte ich eigentlich viel Positives und erhoffe ich mir, wir machen uns trotzdem eine schöne Zeit und ich hoffe, euch haben so ein paar Eindrücke in dem Video trotzdem gefallen. Unser nächster Stopp wird in Kotor sein fürs nächste Video. Da freuen wir uns besonders. Wenn du noch kein Abonnent bist des Kanals, würde es mich aber freuen. Ein kleiner Klick für dich, ein großer Schritt für den Kanal. Und in diesem Sinne danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.